Das ist die D54 und dieses hier ist die Kurzversion einer sehr kurzen, sehr guten Einstiegs-Espresso-Mühle. Kurz, klein, günstig, 250 € für so viel Qualität. Warum ich die Mühle wirklich interessant finde, sage ich euch in diesem Video. D54 oder auch Apex oder Mi-Coffee oder Turin oder wie auch immer sie heißt, Giotta gibt es auch noch als Name, heißt so unterschiedlich, weil sie in verschiedene Länder importiert wird und dann kriegt sie immer den Namen vom Importeur. Und in unseren Breiten heißt sie eben D54 oder auch G-Iotta oder G-Iotta 54. 54er Mahlscheiben geben der Mühle ihren Namen. Die sind flach, die sitzen hier unten drin, die können wir verstellen, hier über dieses große Mahlgrad, Verstellrad und das ist präzise möglich. Ansonsten haben wir hier eine Höhe von 30 cm, eine Breite von knapp 11 und eine Tiefe von 18 cm. Total überschaubar, wirklich eine kleine Mühle. Langsam ist sie, aber mit einer interessanten, mit einer guten Partikelverteilung und das ist ja für uns wichtig, wenn wir guten Espresso machen wollen. Wir haben ein schmales Hauptpeak, wir haben relativ wenig Feins und das sorgt dafür, dass ihr gleichmäßige Espresso brühen könnt. Wenn wir die Partikelverteilung anschauen, dann ist das wirklich eine Partikelverteilung, da würde ich sagen, da fängt es an, schon in die filigrane Richtung zu gehen, sodass ihr auch komplexe Kaffees brühen könnt. Und das für eine Mühle in dieser Preisklasse ist schon super interessant, wenn ihr sagt, ihr wollt einsteigen in diese Welt des Spezialitäten-Espressos. Ihr habt eine Espressomaschine, die euch eine konstante Temperatur liefert. Dann kann die Mühle hier eine sehr interessante Wahl sein. Single Dosing bedeutet, ihr gebt 18 Gramm oder 19 Gramm oder 20 Gramm Kaffee rein und bekommt die dann am Ende wieder raus. Und das geht natürlich nur, wenn ihr wenig Totraum habt. Ihr habt 0,3 Gramm temporären Totraum, 0,2 permanenten, das heißt 0,3, die tauschen sich jedes Mal aus mit den 18 Gramm vom letzten Mal, die ihr als Mahlgut hineingegeben habt oder als Kaffee hineingegeben habt. Und das ist ein sehr guter Wert. Also in der höchsten oder in der besten Kategorie, in der Preisklasse und auch im Verhältnis zu allen anderen Mühlen wirklich super. Man muss natürlich auch sagen, dadurch, dass die Mahlscheiben so klein sind, ist auch wenig Platz. Aber ja, wenn dann am Ende das Partikelverteilungsgut ist, dann braucht man sich auch keine großen Gedanken machen über größere Mahlscheiben. Allerdings könnt ihr bei diesen Mahlscheiben nicht mal eben einfach viele Mahlscheiben wechseln oder andere Mahlscheiben einbauen, weil es gar nicht so viele gibt in dieser Größe. Viele Schwächen hat die Mühle gar nicht. Die Verarbeitung ist gut, sie fühlt sich wirklich wertig an. Der Dosierbecher liefert ordentliche Arbeit und ich finde ihn gerade auch in dieser transparenten Form für den Einstieg für euch interessant, weil ihr seht, wie sauber ihr das Kaffeegut aufgegeben habt auf den Siebträger. Man stülpt es ja dann, nachdem man die 18 Gramm oder 19 Gramm da hineingemahlen hat, auf den Siebträger und sieht dann schon, ob man da eine Kraterlandschaft oder eine gute Verteilung hat. Finde ich interessant und sonst könnt ihr eben mit dem Dosierbecher auf dem Siebträger noch ein bisschen nachwackeln, ohne dass das Kaffeepulver runterfällt. Also, was sind die wenigen Schwächen? Ja, vielleicht ist es die Geschwindigkeit, denn die Mühle braucht rund 1 Sekunde pro Gramm Kaffee, den ihr mahlen wollt. Das heißt, für 18 Gramm braucht ihr knapp 20 Sekunden und das ist schon eher langsam. Immerhin ist die Mühle dabei aber nicht laut, sondern hat eine mittlere Lautstärke mit so rund 86 Dezibel und hört sich dabei erstaunlich ähnlich an wie ihre größere Schwester, die DF64. Die sieht eigentlich genauso aus, nur ein bisschen größer und hat eben 64er Mahlscheiben. Und hier könnte man sich auch fragen, kaufe ich mir jetzt eine DF64 oder kaufe ich mir eine DF54? Die Partikelverteilungen der Standardmahlscheiben unterscheiden sich gar nicht massiv. Bei der 64er könntet ihr allerdings einfacher auf sehr hochwertige, sehr gute Mahlscheiben wechseln. Und das ist so ein bisschen das Spielfeld, was sich eröffnet, wenn ihr etwas mehr Geld in die Hand nimmt. Ansonsten, ja, eine tolle Mühle. Eine Mühle, die Spaß macht. Eine Mühle, die euch Welten hinein in die ganze Sphäre der Spezialitäten-Cafés eröffnet. Und es gibt eigentlich wenig Argumente gegen die DF54. Vielleicht kann eines sein, dass man den Hersteller nicht so wirklich greifen kann. Es gibt einen Importeur in dem deutschsprachigen Raum und in Amerika und in wo auch immer ihr die Mühle kauft. Aber wer genau diese Mühle baut, das erfährt man nicht. Klar, man kann die Fabrik recherchieren, die das eben produziert für die verschiedenen Importeure, aber es bleibt eine White-Label-Lösung. Das heißt, die Menschen dahinter werden nicht so richtig greifbar. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, wollt ihr einfach eine gute Mühle oder wollt ihr eine Mühle mit auch einer Geschichte und Menschen dahinter und einer Firma, die greifbar ist? Dann ist das nicht die richtige Mühle für euch. Wenn ihr einfach Qualität wollt, müssen wir sagen, DF54 liefert. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, was sie noch alles liefert und was sie vielleicht auch noch verbessern könnte, dann schaut unten vorbei, da ist der lange und ausführliche Artikel verlinkt, sowie auch unser ausführliches Testvideo.